Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mijunski Tech Talk. Wir sind heute auf dem Weg zu unserem Kunden RSP in Saalfeld. Die Firma RSP ist Weltmarktführer im Bereich Saugbagger. Und wie wir gemeinsam mit der Firma RSP eine hoch individualisierte Kenntastatur Bedienfeld in Serie gebracht haben, das seht ihr gleich. Hallo Herr Lippmann. Herr Garcia, hallo. Hallo Herr Schleicher. Hallo. Hatten Sie eine gute Fahrt hierher? Sehr gute Fahrt, sehr gut sogar. Herzlich willkommen. Überraschenderweise, Dankeschön. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und exklusive Einblicke in unsere Zusammenarbeit zwischen Mijunski und RSP geben können. Und bevor wir anfangen, Herr Lippmann, können Sie uns vielleicht ein paar Sachen zu RSP sagen, damit unsere Zuschauer auch wissen, was macht RSP? RSP wurde im Jahr 1993 in Saalfeld gegründet. Wir sind Hersteller für Saugbagger und Spezialsaugtechnik und Marktführer in dieser Produktkategorie. RSP arbeitet nach dem Dünnstromverfahren. Das heißt, dass wir mit einem großen, schnellen Luftstrom die Materialien durch den Schlauch in den Behälter abtransportieren. Das ist so die grobe Funktion eines Saugbaggers. Ein großer Staubsauger aufgebaut auf einem LKW-Fahrgestell. Unsere Saugbagger arbeiten sehr viel im innerstädtischen Bereich und dort, wo ein hohes Beschädigungsrisiko besteht. Das heißt auch bei Gasleitungen und vor allem im Tiefbau, Reinigungsarbeiten, Kanalarbeiten. Wir beschäftigen mittlerweile knapp 400 Mitarbeiter an 3 Standorten in Thüringen und feiern auch im kommenden Jahr unser 30. Jubiläum. Also Sehr viel Erfahrung. Viel Erfahrung, viele Kunden weltweit und jeden Tag spannende Projekte mit einem tollen Team. Ich würde sagen, Herr Garcia, wir schauen uns das jetzt mal am ESE 6 an und da würde ich gern den Herrn Schleicher mit dazu nehmen, der einfach einen detaillierteren, technischeren Einblick in unsere Zusammenarbeit mit Mijunski und RSP geben kann. Sehr gerne, da freuen wir uns drauf. Ab geht's! So, wir sind jetzt hier in der Übergabehalle von RSP, gemeinsam mit dem Herrn Schleicher, der Teamleiter in der Steuerungstechnik bei RSP, angekommen und stehen hier vom ESE 6 von RSP. Und hier ist auch das neue CAN-Bus-Tastenfeld in der CAN-Open-Ausführung eingebaut, Herr Schleicher, oder? Ja, genau. Und wir haben jetzt die Frage, was war der Grund für die Modernisierung, wo Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt hier einsetzen? Also zuerst muss ich einmal sagen, dass unsere Fahrzeuge höchst individuell gefertigt werden. Das heißt, der Kunde kann zwischen verschiedenen Optionen wählen, wo eben auch das Grundfahrzeug dazugehört. Also er kann sich zum Beispiel einen Mercedes aussuchen oder einen MAN oder einen Volvo. Dadurch haben wir in den Fahrerhäusern sehr viele Varianten, was die Bedienelemente angeht, wozu Schalter und Anzeigen gehören. Und bisher haben wir die eben für jedes Fahrzeug separat einbauen müssen und eben auch sprachenspezifisch noch beschriften müssen. Und mit der Einführung von dem neuen Mercedes ist dann der Bauraum weniger geworden, wo wir unsere Schalter platzieren können. Und da war dann die Forderung, dass wir uns einen neuen Platz suchen und etwas Kompakteres umsetzen. Genau, und da war die Idee des Tastenfeldes geboren worden, wo eben viele Bedien- und Anzeigemöglichkeiten auf engstem Raum eingesetzt werden. Zentralisiert sozusagen. Genau, ja. Ja, Herr Schleicher, was war Ihnen beim neuen Bedienkonzept besonders wichtig? Besonders wichtig war uns, dass wir alle Optionen, die der Saugbagger besitzt, auf der Bedieneinheit mit integrieren können. Und dass diese immer in den Dienschacht der Fahrzeuge passt, weil dieser immer vorhanden ist und in den meisten Fällen auch für uns frei ist. Und außerdem war besonders wichtig, dass bestimmte Sachen noch optional frei bleiben, also als Reserven sozusagen, damit man später noch Optionen nachrüsten kann. Nun ist diese CAN-Bus-Tastatur deutlich individueller als unsere Standardausführung. Ja, genau. Wir haben hier zum Beispiel einen orangen Rahmen in RSP-Orange, außerdem ein RSP-Symbol. Und außerdem ist das Layout der gesamten Maschine hier abgebildet, wo der Bediener jede Funktion an seinem realen Platz findet. Und über welche Funktionen verfügt die RSP-Tastatur aktuell?
Wir haben neben den großen Symbolen zusätzlich kleinere Symbole, die den Fahrer während der Straßenfahrt über den aktuellen Maschinenstand informieren. Und dazu gehören eben einerseits die Warnmeldung, das sind zum Beispiel hier die vordere Stütze und die hintere Stütze und dass der Deckel aktuell noch offen ist. Und außerdem kann man sich hier noch den Zustand der Beleuchtung anzeigen lassen. So sieht man eben, dass aktuell beide Seiten der Umfeldbeleuchtung angeschaltet sind. Außerdem gibt es hier noch eine sogenannte Stopptaste. Die informiert den Fahrzeugführer während der Straßenfahrt, dass noch Warnmeldungen anstehen, sobald die Handbremse gelöst wird. Und außerdem gibt es noch eine versteckte Funktion, die befindet sich hier. Und damit kann man die Helligkeit des Tastenfeldes verstellen. Das sieht man daran, dass alle verfügbaren Funktionen des Fahrzeuges kurz eingeblendet werden, damit man die optimale Helligkeit sich aussuchen kann. Und diese kann man über die Tasten A und B in 10 Stufen verstellen. Genau. Und nach abgeschlossener Einstellung, nach einer gewissen Wartezeit, kehrt man dann in den normalen Modus zurück. Sehen Sie neben dem erhöhten Bedienkomfort noch weitere Vorteile? Ja, zum Beispiel die erhöhte Arbeitssicherheit. So ist es eben wichtig, dass nach getaner Arbeit der Maschinenführer die Maschinenteile wieder in Transportstellung bringt. Und das kann eben bequem vom Fahrerhaus überwacht werden. Dazu gehören zum Beispiel der Saugschlauchträger, der in Transportstellung sein muss. Ebenso muss der Deckel zu sein und die Stützen oben sein. Wurde denn auch das Ziel erreicht, den Einbau der Kenntastatur zu vereinfachen? Auch hier kann die neue Tastatur auf ganzer Linie punkten. Und zwar gibt es von Miljonske diesen Adapterrahmen, der immer in diesen Doppeldienstschacht im Fahrerhaus eingebaut werden kann. Und danach wird die Tastatur nur noch hineingedrückt. Und vorher muss eigentlich nur noch der elektrische Anschluss sichergestellt werden. Dieser ist auch immer gleich. Und somit haben wir auch bei der Schaltplanerstellung immer den gleichen elektrischen Anschluss. Ebenso während dem Einbau in der Montage und auch in der Inbetriebnahme. Und mögliche Optionen werden eigentlich nur noch durch Softwareparameter abgefangen. Was hat Sie in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit im Projektverlauf besonders begeistert? Vor allem die sehr schnelle und sehr individuelle Umsetzung unserer Anforderungen. Und außerdem stand uns jederzeit ein Ansprechpartner aus der Konstruktion für unsere Fragen und Probleme zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Schleicher, das hört man wirklich gerne. Und damit sind wir am Ende von unserem Tech Talk angekommen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und wir bei euch dabei sein durften und exklusive Einblicke in unsere Zusammenarbeit geben konnten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wir sehen uns bei der nächsten Folge Miljonske Tech Talk. Auf Wiedersehen!